Unsere Kanaren-Rundreise beginnt in der Hauptstadt Gran Canarias, Las Palmas. Hier liegt unser schmuckes Kreuzfahrtschiff, die Aida Sol, schon vor Anker und wartet darauf, dass die Gäste die gemütlich eingerichteten Kabinen beziehen. Gegen Abend verlässt das Schiff den Hafen, um Kurs in Richtung der gut 500 Kilometer weiter nördlich gelegenen Insel Madeira aufzunehmen. Nach einer ersten Nacht auf See erwartet uns zunächst ein kompletter Tag an Bord des Kreuzfahrtschiffes, der für willkommene Ruhe und die nötige Entspannung sorgt. Nach einer weiteren Nacht nähern wir uns am darauffolgenden Morgen der zu Portugal gehörenden Insel Madeira mit ihrer reizvollen gebirgigen Silhouette. Im Hafen der Inselhauptstadt Funchal gehen wir schließlich vor Anker und freuen uns angesichts des reizvollen Ausblicks auf die sich über die Berghänge hinaufziehende Stadt auf einen überaus interessanten Besuchstag. Per Mietwagen erreichen wir rasch den erhöht gelegenen Stadtteil Monte, von wo aus sich ein besonders schöner Überblick über die Stadt ergibt. Hier befindet sich auch die aus dem 18. Jahrhundert stammende Wallfahrtskirche Nossa Senhora do Monte. Ein näherer Blick auf die vegetationsreiche Umgebung offenbart bereits, weshalb Madeira auch häufig Blumeninsel oder Insel des ewigen Frühlings genannt wird. Danach brechen wir zum ersten Teil unserer Mietwagenrundfahrt auf, die uns nach dem aussichtsreichen Besuch von Monte auf einer kurvenreichen Bergstraße bis hinauf auf über 1800 Meter Seehöhe bringt, wo der Gipfel Pico do Arriero erste erlebnisreiche Eindrücke verspricht. Schon während der Annäherung an das Gipfelplateau zeigt sich die Landschaft in all ihrer dramatisch schroffen Schönheit. Nur wenig später haben wir einen ersten Aussichtspunkt erreicht, der uns einen fantastischen Ausblick über die höchst eindrucksvollen Bergwelten beschert. Eine kleine Rundwanderung ist in einer derartigen Umgebung natürlich eine absolute Pflichtveranstaltung. Danach wenden wir uns wieder talwärts, um die wilde, steil abfallende Nordküste der Insel zu erreichen. Hier gilt uneingeschränkt das Motto: Der Weg ist das Ziel, da viele Aussichtspunkte und das mit Macht gegen die Felsen anbrandende Meer die Fahrt absolut erlebnisreich gestalten. Mit der Ankunft in São Vicente ist der nächste Wendepunkt unserer Rundtour erreicht. Rasch aufziehende Nebel während unseres Picknicks in Gipfelnähe machen uns bewusst, wie schnell das Wetter in dieser Höhenlage umschlagen kann, und wir entfliehen rasch der feuchten Höhenluft. Auf unserer Talfahrt legen wir einen ersten Stopp in der Forellenzuchtanlage Ribeiro Frio ein, wo die aus den Bergbächen stammenden Forellen mittels eines ausgeklügelten Systems in Becken gesammelt und nach Größe sortiert werden. Auch der weitere Verlauf der Talfahrt gestaltet sich durchgehend abwechslungs- und erlebnisreich.
Schließlich eröffnet sich der erste Ausblick auf die Steilhänge der Nordküste, die sich sogleich in all ihrer wilden, ungezähmten Pracht präsentiert. Allmählich wird die Straße enger und immer wieder muss sie sich über Tunnel ihren Weg durch den Fels bahnen. Nun haben wir das kleine Städtchen São Vicente erreicht, gleichzeitig Ausgangspunkt einer weiteren Passstraße quer durch die Insel zurück zur Südküste. Nachdem wir von hier aus die Passhöhe erklommen haben, unternehmen wir eine weitere kleine Wanderung entlang eines sogenannten Levada-Wegs. Anschließend geht es wieder hinab zur Südküste und nach einem kurzen Stopp in Ribeira Brava geht es hinauf auf die aussichtsreiche Steilklippe Cabo Girau. Die Rückfahrt quer durch die Insel erweist sich wiederum als landschaftlich eindrucksvoll und abwechslungsreich. Bald haben wir die Passhöhe erreicht, wo sich die Möglichkeit einer kleinen Wanderung entlang eines sogenannten Levada-Wegs ergibt, ein Begriff, der untrennbar mit Madeira verbunden ist. Mit Hilfe von Wasserkanälen wird aus niederschlagsreichen Regionen im Zentrum Wasser zu den Anbaugebieten im trockeneren Süden geleitet. Immer wieder ergeben sich schöne Ausblicke in Richtung Südküste, die wir mit dem beschaulichen Örtchen Ribeira Brava bald erreicht haben. Im Osten der Stadt erhebt sich das mächtige Cabo Girau mit einer Höhe von 580 Metern, eine der höchsten Steilklippen Europas. Im Hintergrund bereits deutlich zu erkennen ist die Inselhauptstadt Funchal. Mit der Rückkehr zum Ausgangspunkt unserer Rundfahrt geht ein wunderbarer Reisetag zu Ende.